Ergonomie? Da brauchst du keine Gedanken drum machen. Das wird erst interessant, wenn du sportlich fährst oder wenn du so lange Touren fährst. 100, 200 Kilometer am Stück oder so. Darunter völlig egal. Oder? Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das Umdenken begann, als ich eine Fahrradtour über 20 Kilometer mit einem viel zu schmalen Sattel machen durfte. Versteh mich nicht falsch, ich bin ja sportlicher Fahrer, aber der hier ist für die Sitzposition einfach viel zu schmal gewesen. Und gerade das Rad, mit dem ihr jeden Tag unterwegs seid, sollte euch wirklich wie angegossen passen, selbst wenn ihr nicht allzu lange Strecken fahrt. Aber gerade solche Räder, solche Lastenräder, haben da ein spezifisches Problem. Je nachdem, wie groß oder klein ihr seid, alt oder jung, beweglich oder eher steif, wird sich eure optimale Sitzposition von der anderer Menschen auf dem Fahrrad unterscheiden. Deswegen gibt es viele verschiedene Fahrradformen mit verschiedenen Geometrien und verschiedene Rahmengrößen. Ihr solltet euch diesbezüglich schon beim Kauf eines Fahrrads intensiv darüber beraten lassen, sodass ihr schon gleich die ersten Meter richtig zufrieden seid, richtig bequem unterwegs seid. Aber was ist, wenn ihr jetzt schon ein Fahrrad habt und es fühlt sich irgendwie unangenehm an und es fängt an zu zwicken oder zu schmerzen, vielleicht sofort direkt nachdem ihr losfahrt oder erst nach 10, 15, 20 Kilometern. Fahrradfahren sollte eine schmerzfreie Angelegenheit sein, aber für sehr viele Menschen ist es das einfach nicht. Und das könnte eventuell daran liegen, dass du noch nie einen genauen Blick auf 3 Kontaktpunkte geworfen hast. Wenn wir mit einem Fahrrad fahren, dann treten wir mit den Füßen auf die Pedale, halten uns am Lenker über die Griffe fest und sitzen auf dem Sattel. Soweit, so klar. Aber dadurch, dass sich die Körperkonstitution untereinander einfach unterscheidet, brauchen wir eigentlich eine individuelle Kombination dieser 3 Kontaktpunkte. Das Problem ist nun aber, dass unter den Fahrradherstellern, auch innerhalb der Modellpalette und den verschiedenen Rahmengrößen, diese 3 Kontaktpunkte oft einfach die gleichen sind und gar nicht darauf Rücksicht genommen wird, wie groß oder wie diese Person gebaut ist, die auf dem Fahrrad nachher sitzt. Zum Glück gibt es da aber Komponentenhersteller wie Esculap, die sagen, das muss auch nicht sein. Und deswegen werfen wir in diesem Video mal einen ganz genauen Blick auf diese 3 Kontaktpunkte und werden unser Lastenrad auf unsere speziellen Bedürfnisse anpassen. Das Problem ist, unser Lastenrad wird von mehreren Menschen bewegt, meiner Partnerin Lea und von mir. Und wir haben sehr unterschiedliche Körpermaße. Und ich weiß auch, dass dieser Punkt nicht nur uns betrifft, sondern auch ganz viele von euch. Da wird das Lastenrad gerne in der ganzen Familie geteilt. Also wie sollt ihr da vorgehen? Der erste Schritt ist, dass ihr eure Maße kennen solltet. Dafür bieten viele Bikeshops Möglichkeiten mit so einem speziellen Sitz, auf den ihr dann eure Sitzknochen etc. messen könnt. Esculap bietet aber auch die Möglichkeit, dass ihr das ganz entspannt zu Hause machen könnt. Dafür könnt ihr euch dieses Kit hier bestellen. Und da sind dann verschiedene Sachen drin. Das ist auch kostenlos, das könnt ihr euch einfach bestellen und dann wird es euch zugeschickt. Erstmal so ein Infomagazin, wo alle Details bezüglich der Vermessung drin stehen. Noch weitere Informationen, Ergonomie-Ratgeber. Und dann auch eine Schablone, das hier jetzt in diesem Falle für Protektoren von Iron. Hier nochmal weitere Informationen und 2 dieser Pappen hier. Und mit Hilfe dieser Pappen könnt ihr den sogenannten Sitzknochenabstand messen. In der Tat, das hier ist ein Becken und das sitzt etwa so in eurem Körper drin. Also hier gehen die Beine ab links und rechts, hier geht die Wirbelsäule hoch und hier befinden sich eure Weichteile. Und wenn ihr jetzt auf dem Sattel sitzt, dann wollt ihr so sitzen. Ihr wollt nicht so sitzen, weil dann gibt es Druck auf die Weichteile und das tut dann auf Dauer weh, auch wenn ihr zum Beispiel so auf dem Sattel sitzt. Ihr wollt aber auch nicht so auf dem Sattel sitzen, weil das kann zu starken Rückenschmerzen und zu Schmerzen im Steiß führen. Besonders ist natürlich auch, dass hier in diesem Beckenbereich, dadurch, dass hier die Wirbelsäule mit allen Nerven etc. ist, dass hier in diesem Bereich jede Menge Nerven, Adern, alles Mögliche durchläuft. Das heißt, wenn ihr falsch auf dem Sattel sitzt, kann das nicht nur zu Schmerzen im Beckenbereich führen, sondern eben auch zu tauben, kribbelnden Händen, Schmerzen in den Füßen und allerlei Nebenwirkungen haben. Ihr wollt also
dass ihr mit den Sitzknochen auf der Sitzfläche des Sattels sitzt. Könnte man jetzt auch sagen, okay, dann nehme ich einfach den breitesten Sattel, den es gibt, aber da ist auch wieder ein Problem, denn wenn der Sattel zu breit ist und zum Beispiel die Sattelnase zu breit ist, dann kann es an den Beinen wieder zu großer Reibung zum Beispiel führen oder dass ihr eure Beine zu weit nach außen stellen müsst, während ihr fahrt und das dann wiederum zu einer nicht passenden Sitz- und Bewegungsposition beim Fahren eures Fahrrads führt. Ein interessantes Detail noch, der Sitzknochenabstand ist völlig unabhängig davon, wie groß oder klein ihr seid, ob ihr männlich oder weiblich seid, wie wir gleich noch sehen werden. Achso, und noch ein Wort an die Steuerberater. Falls Sie sich fragen, warum ich mir diese Sachen gekauft habe, genau für dieses Video. Lea und ich haben also unsere Sitzknochenabstände gemessen und siehe da, Lea ist zwar knapp 34 cm kleiner als ich, hat aber einen 1 cm größeren Sitzknochenabstand. Ich habe 11,5 cm, genauso wie dieses Modell hier. Lea hat 12,5 cm. Und das klingt jetzt nach keinem riesigen Unterschied, kann aber darüber entscheiden, ob du auf einem Fahrrad bequem oder unbequem sitzt und ob du dir so ein Fahrrad teilen kannst oder eben nicht. Und die nächste Frage ist dann auch, wie sitze ich auf einem Fahrrad? Sitze ich eher sportlich oder eher aufrecht? Und Esculap hat natürlich das komplette Angebot von einer wirklich ultrasportlichen Sitzposition bei einem Triathlon-Fahrrad zum Beispiel bis hin zu einer sehr aufrechten Sitzposition, wie wir auch bei unserem Multitinker umsetzen wollen. Und deswegen haben wir uns für diesen Sattel hier entschieden, den 621 Ergolux Active 2.1 und da waren wir in einem kleinen Dilemma, denn für Leas Sitzknochenabstand wäre der in 21 cm am besten gewesen, also 21 cm Breite, für meinen Sitzknochenabstand 18 cm Breite, also da lag die Grenze wirklich genau in der Mitte. Und da ist die Frage, für was man sich da entscheidet. Tatsächlich ist Leas und mein Sitzknochenabstand jetzt nicht riesengroß. Es kann aber sein, dass dieser Abstand deutlich größer bei eurer Familie ist. Und da ist dann die Frage, wer fährt am häufigsten mit dem Fahrrad und wie groß ist die Toleranz, mit einem etwas breiteren oder etwas schmaleren Sattel umzugehen? Tendenziell ist es so, dass man mit einem etwas breiteren Sattel besser klarkommt als mit einem etwas schmaleren Sattel. Ist der Sitzknochenabstand bei euch aber deutlich größer, dann würde ich euch gerade beim Sattel empfehlen, für euch jeweils einen eigenen passenden Sattel anzuschaffen, weil das ist wirklich der größte Komfortfaktor. Und das Tolle ist bei einer Sattelstütze, bei so einem Lastenrad, das lässt sich ja auch verhältnismäßig schnell wechseln. Ihr baut einfach 2 Sättel an 2 Sattelstützen und meistens ist das ja mit einem Schnellspanner ausgestattet. Einfach wechseln vor der Fahrt und das geht dann noch relativ fix. Und euch fällt eventuell auch auf, hier dieser Sattel jetzt in 21 cm Breite, das ist deutlich breiter als unser Sitzknochenabstand von 12,5 cm. Aber wenn man aufrechter auf dem Fahrrad sitzt, dann ist natürlich auch mehr Gewicht auf diesem Sattel drauf, sodass sich das Gewicht auch auf eine größere Fläche verteilen muss. Sitzt ihr sehr sportlich, dann verteilt sich mehr Gewicht auf die Arme, sodass der Sattel an sich nicht so viel tragen muss. Bei dem Multitinker aber wie gesagt sehr aufrecht, deswegen mehr Gewicht hier drauf, deswegen deutlich breiter. Dieser Sattel hier ist aber an sich schon mal sehr interessant. Typisch für Esculap ist dieses Stufenprofil. Ihr könnt hier die Sattelnase sehen und dann eine Stufe und dann noch eine Stufe. Das sorgt für eine deutliche Druckentlastung und für eine wirklich eindeutige Sitzknochenposition auf diesen Polstern, also da, wo es wirklich hingehört. Und dann gibt es hier in der Mitte noch eine deutliche Senke, sodass der Druck von den Weichteilen eben weggenommen wird und wirklich nur nachher die Sitzknochen hier auf diesem Sattel sitzen. Ist auch schön verarbeitet und hier auf der Unterseite gibt es auch noch einige Details, denn dieser Sattel bietet nicht nur oben eine Druckentlastung, auch durch dieses Profil, sondern wenn man das hier so ein bisschen nach links und rechts drückt, dann ist er in sich
auch noch so ein bisschen gelagert, um bei der Fahrbewegung die natürlichen Bewegungen des Beckens auszugleichen und für größtmöglichen Komfort zu sorgen. Das hier ist so eine richtig weiche Dämpfung und das dürfte gerade im Alltag sehr angenehm sein. Wichtig ist dann natürlich noch, wie der Sattel montiert ist, dass er mit der Sattelnase nicht nach oben zeigt und noch nicht mit dem Heck nach oben zeigt, sondern in der Ausgangsposition erstmal parallel zum Boden. Und ihr müsst auch gucken, ob er weiter nach vorne oder weiter nach hinten montiert werden soll. Das sind aber Dinge, die sich fein einstellen lassen, wenn ihr ein paar Kilometer mit dem Fahrrad gefahren seid, ob es sich gut oder weniger gut anfühlt. Und dann könnt ihr noch so kleinere, feinere Justierungen vornehmen. Der Sattel ist aber tatsächlich die wichtigste Komponente in Sachen Komfort. Passt der Sattel nicht, dann wird die ganze Fahrt zur Qual. Aber auch die weiteren Kontaktpunkte sind wichtig und deswegen gehen wir jetzt zu den Pedalen. Und das ist ein erstaunlich oft übersehener Punkt. Es gibt viele verschiedene Pedale je nach Einsatzzweck mit Klickmechanismus, Metallpins, große Bärentatzenpedale. Aber die Frage ist, wie steht der Fuß eigentlich auf dem Pedal? Dreht sich der Fuß eventuell unter der Pedalbewegung? Und normale Pedale können diese Fragen einfach nicht abbilden. Und deswegen hat Esculap dieses Pedal hier entwickelt, das 502 Active Tracking Pedal. Das öffnen wir jetzt mal und das hat einige spannende Features. Und ihr könnt jetzt schon hier sehen, das ist deutlich breiter als das Standardpedal. Und das kommt nicht von ungefähr, denn anders als die meisten anderen Tracking-Pedale bietet das 502 Active Pedal unterschiedliche Achslängen. Das heißt, dass der Pedalkörper weiter von der Kurbel wegkommt oder näher an die Kurbel rankommt, je nachdem, wie eure persönlichen Präferenzen sind. Ich habe Schuhgröße 47 und trage Barfußschuhe. Das heißt, meine Füße sind auch noch sehr breit und Lea steht tendenziell eher weiter außen auf dem Pedal und hat die Füße ein bisschen V-förmig angeordnet, sodass wir uns hier für die Größe L entschieden haben, also für eine relativ lange Achse, die das Pedal weiter nach außen bringt. Aber das ist nicht nur alles, sondern dieses Pedal hat auch noch einen beweglichen Pedalkörper. Das ist jetzt mit der Hand ein bisschen schwierig zu zeigen. Ich glaube, so kann man das ein bisschen leichter sehen. Das heißt im Endeffekt, wenn sich der Fuß hier drauf bewegt, dann rutscht er nicht oben auf der Oberfläche auf diesem Pedal rum, sondern bewegt das gesamte Pedal nach links und rechts, was im Endeffekt die Knie entlastet und für einen deutlich sichereren Tritt sorgt. Das dritte Teil ist die Grundlage für den dritten Kontaktpunkt. Der Lenker. Der Lenker entscheidet maßgeblich, wie sich ein Fahrrad während der Fahrt anfühlt. Habe ich die komplette Kontrolle? Habe ich genug Bewegungsfreiheit? Komme ich durch Engstellen durch? Aber vor allem sind meine Schultern und Arme entspannt. Ich sollte auf gar keinen Fall mit angezogenen Schultern fahren oder die ganze Zeit mit ausgestreckten Armen. Nur wenn die Arme leicht angewinkelt und die Schultern entspannt sind, dann können die Arme und Schultern auch Stöße abmildern, die vom Lenker kommen und auch nach links und rechts lenken, ohne dass der ganze Oberkörper mitmachen muss. Das ist wirklich enorm wichtig für einen guten Komfort auf dem Fahrrad. Bei unserem Multitinker ist standardmäßig ein relativ schmaler und sehr gerader Lenker eingebaut, der uns schon länger ein Dorn im Auge war. Da wir sehr aufrecht auf dem Fahrrad sitzen und das Rad eher tourenorientiert ist, denn sportlich, wollten wir schon länger einen Lenker haben, der eigentlich eher so geschwungen ist, eine angenehmere Handposition ermöglicht und auch ein bisschen mehr Platz für die ganzen Accessoires, die wir da im Laufe der Zeit dran gebaut haben. Und deswegen ist es jetzt dieser hier geworden, der 321 von Esculap. Und ihr könnt sehen, der hat eine relativ große Breite mit 680 mm, ein Rise von 70 mm, also 7 cm höher von dem Punkt, wo er an den Lenker geht, 35 Grad Backsweep, also dass er so sich nach hinten neigt und nochmal 20 Grad Downsweep. Und das ist eine ziemlich interessante Geschichte, weil dadurch eine deutlich angenehmere und natürlichere Handposition zustande kommen sollte. Und das prüfen wir jetzt natürlich mal, indem ich den erstmal dran baue. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Nummer. Der ist jetzt viel, viel höher als der vorherige Lenker. Das Ziel war aber, dass wir, wenn wir mit dem Fahrrad fahren, nicht jedes Mal den Lenker, wie das
vorher immer notwendig war, was ja hier bei diesem Fahrrad zum Glück geht, nach hinten oder nach vorne stellen müssen, sondern dass wir eine gemeinsame Position finden, wo der Lenker für uns beide am besten funktioniert. Und jetzt kommt er halt deutlich weiter nach hinten. Und deswegen können wir jetzt auch, um halt eine ähnliche Sitzposition wieder zu bekommen, den Lenker bei diesem Fahrrad wieder eine ganze Ecke nach unten stellen. Aber auch hier wiederum, wie beim Sattel, kann man hinterher immer noch mal einstellen, wie ist der Winkel nachher tatsächlich. Am besten für unseren Einsatzzweck müssen wir den eher noch mal weiter nach vorne drehen oder nach hinten drehen. Das können wir aber erst entscheiden, wenn alles dran gebaut ist. Eine Sache, die man wissen muss: So ein Lenkerwechsel ist nicht ganz trivial. Wir haben jetzt Glück, dass die Bremsleitungen gerade so lang genug sind, um auch diesen Lenker verwenden zu können. Wenn ihr allerdings von einem relativ schmalen und niedrigen Lenker auf einen hohen, breiten Lenker wechselt, kann es sein, dass die Bremsleitung und die Züge zu kurz sind und ihr da diese dann verlängern müsst. Da würde ich euch empfehlen, wenn ihr da unsicher seid, geht zu der Werkstatt eures Vertrauens. Die können dann diese Umbauten vornehmen. Gerade an der Bremsanlage sollten doch Profis arbeiten. Wenn ich mich jetzt allerdings schon mal hier drauf setze, dann fühlt sich das schon mal deutlich anders an als eben. Aber man kann natürlich nicht so an den Lenker jetzt rangehen, sondern es fehlt noch ein Kontaktpunkt. Und das sind natürlich die Griffe. Und hier ist es wiederum ganz stark davon abhängig, wie der Lenker geformt ist, wie eure Sitzposition ist, wie viel Last ihr auf den Lenker bringt und natürlich, wie groß eure Hände sind. Und das ist eigentlich unnötig zu sagen, aber meine Hände sind deutlich größer als die von Lea. Und dahingehend habe ich wieder den Tipp für euch, wenn ihr also verschiedene Menschen habt, die auf einem Fahrrad unterwegs sind, passt die Griffgröße an die Person an, die meistens mit dem Fahrrad unterwegs ist. Allerdings ist es da auch wiederum so, andersrum als beim Sattel, eine Person mit größeren Händen kann eher einen kleineren Griff tolerieren als andersrum. Dahingehend hat Escolab wiederum einige Möglichkeiten, um euer Fahrrad auszustatten. Und wir haben jetzt 3 verschiedene Griffe mal zum Zeigen. Und das geht von diesem hier, von dem 721, der einen wirklich sehr, sehr großen Flügel hat, bis zu dem deutlich kleineren 710. Der wirklich nur sehr kleine Flügel hat. Ergonomisch sind sie aber alle und sie haben ein paar sehr interessante Details, wie zum Beispiel, dass der Lenkergriff nicht rund ist, sondern da, wo die Finger nachher greifen, ist er so ein bisschen eckiger geformt, damit eben die Finger nochmal einen etwas besseren Griff haben um den Lenker herum. Wir nehmen aber hier diesen Griff hier, der einen guten Mix aus Flügel hier, aus Ergonomie und aber auch Komfort bietet. Der 702, und den haben wir natürlich in einer Version, der dann auch zu dem Enviolo Drehgriff passt. Was ihr natürlich auch wissen solltet, Griffe sind Verschleißteile. Wenn ihr da immer drauf rumgreift, dann raut die Oberfläche auf. Wenn das Fahrrad draußen steht, dann kommt da Regen drauf. Deswegen solltet ihr immer auf den Zustand eurer Griffe achten und euch dann auch regelmäßig neue kaufen. Die sind aber zum Glück wirklich super schnell und einfach gewechselt. Und ihr müsst dann natürlich einmal darauf aufpassen, dass ihr auch das richtige Maß hier nehmt. Dann bei der Ausrichtung der Griffe setzt euch am besten einmal aufs Fahrrad, guckt, wie die dann am besten für eure Sitzposition sind. Und auch da wiederum, wenn ihr größer seid als eure Partnerin zum Beispiel, dann guckt, dass ihr sie für sie einstellt, sodass ihr beide bequem fahren könnt. Dann ist es im Grunde nur noch einmal festziehen und zack, schon ist es komplett umgebaut. Neue Pedale, neuer Sattel, neuer Lenker, neue Griffe. Das fühlt sich jetzt deutlich anders an als vorher. Die Frage ist aber natürlich, wie gut es sich jetzt fährt. Und dafür räume ich das Ganze nochmal auf und dann fahren wir eine Runde. Die Sitzposition hat sich wirklich deutlich verändert, denn dadurch, dass der Lenker jetzt geschwungen ist und nicht mehr gerade,
kann ich viel entspannter greifen und habe so eine leichte, ja, Beugung in den Armen, was ja ganz gesund ist, damit man nicht so viel Erschütterung auf den Ellenbogen hat. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Es ist jetzt so, dass ich bei dem alten Sattel wesentlich unbequemer saß, einfach dadurch, dass ich komplett auf dem Damm saß sozusagen und jetzt hier die Sitzhöcker berücksichtigt werden. Und das ist sehr viel angenehmer, gerade für lange Fahrten, weil da habe ich das schon manchmal bei dem alten Sattel gemerkt auf Dauer. Das war dann nicht mehr so angenehm. Ja, und positiv zu erwähnen ist noch, ich springe jetzt gerade so ein bisschen, die Griffe. Die sind für mich optimal. Ich weiß nicht, wie das für Tillmann ist, wahrscheinlich nicht. Aber bei kleinen Händen ist das schon sehr angenehm, das zu greifen. Und die liegen halt auch optimal hier auf. Und ich sitze sehr aufrecht. Ich sitze wie auf einem Hollandrad, würde ich sagen. Das ist eigentlich echt angenehm, ja. Also es ist keine sportliche Sitzposition, aber das brauche ich im Alltag auch überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, für mich ist die Sitzposition jetzt deutlich angenehmer. Es ist jetzt möglich, dass auch ich aufrecht auf diesem Fahrrad sitze und nicht mehr die ganze Zeit mit dem Lenker gegen das Knie komme, wenn ich zum Beispiel eine enge Kehre, eine enge Kurve oder so fahre, was vorher immer ziemlich schwierig war. Die Griffe sind natürlich ein bisschen zu klein für meine Hand, das merke ich schon. Habe ich mich aber sehr schnell dran gewöhnt. Und auch die Bewegung des Sattels ist erstmal ungewohnt, aber auch das, ich habe das Gefühl, dass man etwas mehr Kontrolle über das Fahrrad bekommt auf diesem Sattel und tatsächlich dürfte das gerade auf längeren Touren deutlich mehr Komfort bieten. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr sinnvolles Upgrade und etwas, was wir eigentlich schon viel früher hätten machen müssen. Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass dieses Fahrrad jetzt 237% besser ist als vorher. Aber mal Scherz beiseite. Tatsächlich passt uns dieses Fahrrad jetzt deutlich besser als vorher und es hat die ganze Art, wie es sich fährt, wirklich komplett geändert. Aber natürlich ist ein Teiletausch nur die halbe Wahrheit. Besonders wichtig ist, bevor ihr anfangt, Teile zu tauschen, dass ihr sie richtig einstellt, dass ihr die korrekte Sattelhöhe zum Beispiel habt, den korrekten Abstand zum Lenker für die Art des Fahrrads und für die Art, wie ihr am liebsten Fahrrad fahrt. Das sind schon mal Dinge, die könnt ihr selber vornehmen. Wenn ihr da unsicher seid, dann wendet euch an die nächste Werkstatt oder den nächsten Fahrradshop. Das sind Profis, die können euch dabei helfen. Und natürlich könnt ihr dann, wenn ihr immer noch unzufrieden seid, auch auf die Internetseite von Esculap gehen. Da könnt ihr euch dann dieses Vermiss-mich-Set bestellen und mal ausmessen. Was habe ich eigentlich für einen Sitzknochenabstand? Und was passt eigentlich auch am besten an Teilen zu der Art, wie ich selber am liebsten Fahrrad fahre. Und ihr werdet es vielleicht im Laufe des Videos festgestellt haben, ich bin gar kein richtiger Arzt. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, einiges gelernt darüber, wie Ergonomie auch beim Alltagsrad eine Rolle spielt und dass ihr wirklich für euer Fahrrad die richtigen Teile, die richtige Einstellung finden solltet. Selbst wenn ihr nur ganz, ganz leicht oder ein ganz, ganz leichtes Unwohlsein verspürt, weil das muss wirklich nicht sein. Fahrradfahren ist an sich eine schmerzfreie Angelegenheit. Vielen, vielen Dank an Esculap für den Support dieses Videos. Wie gesagt, schaut euch mal auf der Website von Esculap um, bestellt euch euer Vermiss-mich-Set nach Hause, damit ihr auch eure perfekte Ergonomie findet, egal ob am Rennrad, am Mountainbike oder an so einem ganz normalen Alltagsfahrrad. Schreibt doch mal in die Kommentare, was sind eure Lieblingsteile, was hat die größte Veränderung gebracht bei eurem Fahrradfahrerlebnis in den letzten Jahren, was die Ergonomie angeht. Das würde uns mal interessieren. Und hier findet ihr ein Video von der Spezi, die war super interessant. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.